Aber nachdem ich nicht auf dieser Erde war und dann der Deal war, zurückzukommen, Hm. aber nur unter der Voraussetzung, darüber zu sprechen Hm. und meine Botschafterrolle anzutreten, war die Entscheidung da, ich möchte zurück. Und mit der Entscheidung war die Botschafterrolle. Und es war Hm. nichts, was ich machen wollte, wenn ich ehrlich bin. Es ist nichts, was, ist kein angenehmer Job, Hm. weil ich zu der Zeit angefangen habe zu reden, wo keiner darüber geredet hat in Deutschland. Und ich ja in Deutschland positioniert bin. Und meine Aufgabe ist, hier in Deutschland aufzuklären und mich bewusst abzuheben von dem New Agey Zeug. Ja, ja, ja. Das und hinzugehen und, sage ich mal, Leuten an den Kahn zu pissen und Leuten zu sagen oder über Leute ohne Namen zu nennen, zu sagen, es ist Hm. fake, Hm. weil die Wahrheit sieht so und so aus und alles andere entspricht Hm. nicht der Wahrheit. Hm. Das ist kein schöner Job, das ist keine schöne Rolle. Hm. Warum? Weil es automatisch Ja, auch wie energetisch zu ja, mir zurückkommt. Das heißt, sehr ja. viel negative Kritik zu mir kommt. Aber einer muss anfangen, darüber zu sprechen. Und das war Hm. der Deal gewesen. Und es ist nicht so angenehm gewesen. Ich bin auf Kongresse gegangen, Hm. habe mich auf die Bühne gestellt, auf einer Alien-Konferenz, habe Fakten geliefert, habe gesprochen, wer ich bin, habe fast angefangen zu weinen auf der Bühne, weil ich das erzählen musste. Hm. Während ich die ETs oben auf dem Schiff hatte, die mir gesagt haben, was ich jetzt noch sagen muss und was ich jetzt noch sagen muss und was ich jetzt noch sagen muss. Und dann durfte ich vor der Alien-Konferenz den Leuten sagen, dass die ganzen UFO-Sachen, die sie gefunden haben, die ganzen UFO-Forscher Menschensachen also erforscht haben. Und das nicht extraterrestrisch ist, Hm. sondern, sondern von anderen Fraktionen auf dieser Erde technisch erschaffen wurden, dass das leider jetzt alles Shit ist. Macht das mal. Hm. Das Ja. war nicht sehr angenehm zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich auch gesagt, es war das letzte Mal, Jungs, dass ich da für euch irgendwie in dieser Art und Weise gebotschaftet habe. Und dann habe ich auch den Job an den Nagel gehangen, wirklich Hast da in eine gekündigt, ja. Firma, ja, physisch irgendwo hinzugehen, in eine Gruppe von Menschen zu Hm. gehen und deren ihren Lebensinhalt zu Hm. zerstören. Wo ich Hm. sage, nein, es gibt Menschen, die sind UFO-Forscher und finden das Thema ganz spannend, gehen nachts raus und sammeln Informationen und Akten und tauchen dann ein. Und dann kommt jemand, der ihnen sagen muss, sorry, 80-90% von dem, Hm. was du da geforscht hast, war Militärtechnologie von den Menschen. Entschuldigung. Hm. Und die Wahrheit über ETs, die ist ein bisschen anders, lieber Starseed. Ich sehe nicht, dass du ein Starseed bist. Und nein, die Plejaden, die fliegen nicht in kleinen Merkabas durch die Gegend. Nicht in diesem Raum, sorry. Das ist keine schöne Rolle. Ja. Und die habe ich dann gesagt, mache ich nicht mehr. Aber was ich weitermache, ist, dass ich einfach den Leuten ihre Kraft zurückgebe, dass ich meine Geschichte erzähle, dass Hm. ich komplett ehrlich bin mit allem, was ich sage und auch Kritik mich aussetze, aber ich halt nicht mehr hingehe auf Kongresse und dann so reinrumse wie ein Hm. Panzer. Hm. Das mache ich nicht mehr. Hm. Ja. Ich muss jetzt quer durchs Universum schießen, das macht einfach jetzt auch Spaß. Wir haben ja wirklich, ich sehe hier diese 10.000 Türen. Ich sehe jetzt aber, ich höre auch sogar die Fragen von den Menschen, die sagen, kannst du bitte das noch stellen und das noch stellen, aber ich höre auch meine eigenen Fragen. Und zwar, ich habe dir das im Vorgespräch gesagt. Ich bin vor 2, 3 Wochen, ich weiß nicht, ob dir Dieter Pröers was sagt, in Deutschland einer, der, sage ich mal, sich mit Biochemie, Physik, Astralwelten sehr stark beschäftigt, ein Forscher, ja, der auch hoch angesehen ist von Universitäten und der ist vor kurzem rausgegangen und hat gesagt, so pass auf, also bei YouTube, es wird gar nicht mehr allzu lange jetzt dauern, bis sozusagen die große Enthüllung stattfindet, das große Disclosure. Ja, dann hast du gesagt, oder wir haben uns darüber unterhalten, dass, glaube ich, vor ein paar Tagen oder letzter Woche in Amerika eine Konferenz war, wo sich Hochrangige der ja, Militärs getroffen haben und darüber gesprochen haben, hey, wir haben da unbekannte Flugobjekte, UFOs oder UAPs, wie wir es jetzt immer nennen, am Himmel. Und das Thema irgendwie gerade sehr, sehr, sehr stark ins mediale Bewusstsein kommt, also auch bei YouTube. Jetzt sagst du gerade an vielen Stellen, Leute, das ist doch ganz anders, als ihr euch das gerade eigentlich vorstellen könnt. Jetzt meine Frage an dich. Diese Konferenzen, die da gerade stattfinden, wenn irgendwelche Forscher gerade davon sprechen, hey, wir sind kurz davor von einem Erstkontakt, Fragezeichen, ist das in diesem Moment jetzt wir beide gerade ein Erstkontakt? Was davon findet gerade statt? Und du weißt, glaube ich, was ich sagen will. Also was Ja. davon, von Ja, dem, lass was uns wir da gerade hören. abtauchen. Das Ja. Rabbit Hole mag ich. Pass auf. Erstkontakt.
Ich finde, es gibt keinen Erstkontakt, wenn du permanent Kontakte hast. Hm. So, Punkt eins. Die Menschen sind permanent in Kontakt mit Extraterrestrischen. Warum ist das so? Weil Extraterrestrische auf diesem Planeten leben. Erstkontakt ist also ein bisschen vage. Der nächste Punkt ist, es gibt ein Projekt Erstkontakt. Das war aber schon vor 10, 15 Jahren und Hm. das ging auch schon übers Internet. Auch Hm. noch mal ein Erstkontakt. Es gab ETs, verschiedene Extraterrestrische, die sich ins Internet gespreadet haben Hm. und über Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, all die Plattformen und überall, wo man sonst noch so chatten kann, in Open Chat Rooms, angefangen hat, mit Leuten in Kontakt zu gehen und dann auch offen drüber geredet, wir sind ETs. Und ja, aber die Menschen einfach dann so, ja, 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 Hm. komm, ja, und dann aber trotzdem mit den Leuten gesprochen haben. Und dann sitzen ETs hinterm PC. Das war das offizielle Erstkontakt nach den anderen Tausenden von Erstkontakten, die stattgefunden haben. Der Punkt ist, dass es keine Grenze zu ziehen gibt zwischen Hm. ETs und Menschen. Und Hm. wer einmal in Kontakt war mit Extraterrestrischen, findet heraus, dass die Extraterrestrischen auch Menschen haben. Zum Beispiel die Hm. Alpha Centauri, Alpha Proxima Leute, alle, die aus diesem Centauri-Sternencluster kommen, sind Menschen von dieser Erde. Von dieser Erde. Dann gibt es Menschen, Zivilisationen, die Erde, wir sind doch nicht vom Affen, wir kommen nicht vom Affen. Ja, aber die Menschen glauben Ja. immer noch, weil man ihnen das in der Schule beigebracht hat, dass man vom Affen abstammt. Wir Menschen stammen nicht von den Affen ab, wir kommen von den Sternen, verdammt. Entschuldigung. Da kommt dann die Bitte, lustige Version von Lia bitte, raus, bitte, ja. ja. Und wir Menschen kommen von den Sternen und auf der Erde gab es so viele Resets. So viele Zivilisationen, die aufgestiegen sind, gefallen sind, aufgestiegen sind, die Erde verlassen haben. Diese Menschen sind auch im Erdorbit. Es gibt ein Schiff im Erdorbit, heißt Lemuria. Na, wo kommt das wohl her? Von der Erde. Aber eine ganz andere Zeit. Wirklich, Hm. Menschen sind normal da draußen. Aber der Hm. Mensch ist so hypnotisiert, der glaubt Hm. ja wirklich, er stammt vom Affen ab. Und dann sind Höhlenmalereien. Wurden die platziert? Ja, natürlich. Also dieses ganze Erdengeschehen ist eine riesige, große Hm. Lüge und doch wahr. Es ist sehr wahr, weil man das als Wahrheit sieht, aber es ist alles ein Riesentheater. Hm. Und dieser Disclosure fällt genau in dieses Thema. Dieser Disclosure in Hm. der USA fällt genau in dieses Thema. Die Menschen hatten einen Reset gehabt im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Wir befinden uns jetzt am Ende von dem Reset. Hm. Davor gab es andere Versionen der Erde. Die ganze Geschichte stimmt so alles gar nicht. Hm. Im Vatikan und in anderen Untergrundkatakomben ist die wahre Geschichte und die Hm. ETs haben die wahre Geschichte. Und in dem Moment, wenn wir als diese Zivilisation in Kontakt mit ETs kommen, kommt unsere Geschichte zu uns zurück. Hm. Und so Hm. viele Leute werden sich erinnern und alles macht Sinn. Aber ETs sind permanent schon da. Und in dieser Pentagon-Anhörung Hm. waren physische ETs an der Hm. Front gesessen und haben sich angehört, was Menschen gesagt haben über die UFO-Akten. Wenn du das weißt, dann sitzt du da und kringelst dich vor Lachen. Hm. Ja, aber es ist eine Riesenshow. Wo wir jetzt gerade dabei sind, ist, dass die Menschen, die in der Hypnose sind von dem Hm. Reset, die Hm. Hypnose sich auflöst Hm. und jetzt langsam die Wahrheit zurückkommt. Und Hm. ich kann eine Hypnose zwar so öffnen, aber dann habe ich Chaos. Hm. Aber ich kann eine Hypnose auch langsam ausschleichen lassen. Und das ist das, was passiert. Und dann Hm. wird ein Theaterstück veranstaltet in den Medien, wo es Leute aus dem Militär gibt, aus der Politik gibt, aus den Kontakten gibt, die darüber sprechen. Ja, im Untergrund haben wir ein extraterrestrisches Schiff abgeschossen und untersucht und auseinandergebaut. Diese Disclosures gab es schon vor 50 Jahren, aber Hm. die wurden alle wieder in die Archive gebracht. Es Hm. gibt permanent Leute, die Disclosure machen, mit dem Unterschied, dass sie damals für verrückt erklärt wurden. Wir sind in einer programmierten Gesellschaft aufgewachsen, du und ich auch, in der alle, die über ETs sprechen, besonders in Deutschland, verrückt sind. Hm. Und das ist Teil der Hypnose, dass die Wahrheit kennen und die in etwas Unterbewusstes hineintapsen, was immer da ist, was aber nicht in der Gesellschaft im Bewusstsein ist, so verrückt gesehen werden von der Gesellschaft. Ja. Ja. Das ist Teil einer hypnotisierten Zivilisation. Und wir sind jetzt dabei, dass die große Bevölkerung aus der Hypnose langsam wachgeküsst wird.